Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. In dem Video heute möchte ich euch die stärksten Spieler des zukünftigen Servers F9 zeigen, wo auch ich in Zukunft drauf spielen werde. Diese wurden ausgelesen von deinem Nachbar, der ja auch immer sehr viel mit Statistiken auch zu tun hat. Dankeschön auch an der Stelle, der hat das Ganze schon in den F9-Channel auf Discord gepostet. Und ja, vorher gibt es natürlich erstmal noch die News und da habe ich auch noch ein bisschen was zu sagen, bevor wir hier in die Liste reingehen. Und zwar gibt es jetzt die Wochenend-Events, die sind schon angekündigt, wurden auch schon angekündigt. Und zwar ist jetzt das folgende Wochenende Epic-Event. Das ist natürlich ziemlich nice. Es sind natürlich auch noch andere Events. Das ist ziemlich nice in Bezug auf EU8, da wir ja gestern gerade mit dem Nekromanten dort einen ordentlichen Level-Push gemacht haben und wir jetzt da dringend wirklich neue epische Gegenstände brauchen. Und das kommt jetzt wirklich sehr gelegen. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall das Wochenende auch reingehen auf EU8 mit dem Nekromanten in das Epic-Event. Das wird, denke ich mal, ein ganz geiles Video werden. Ja, mal schauen, was wir da an Level noch rausholen können. Dann ist das nächste Wochenende auch schon angekündigt. Und zwar gibt es hier Gold-Event, Hexentanz, Tag tollkühner Tiere, Tag des heißen Eisens, ne? Seelen, auraler Großputz. Ihr könnt noch bis zum 31.12. das Lichtpad Antler finden. Ne? Die Weihnachts-Epics sind am Start und der Legendary Dungeon wurde angekündigt. Ein noch nie zuvor dagewesenes Wintererlebnis erwartet euch am 15.12. auf S31 am 14.12., wenn der neue Legendary Dungeon massives Winterspektakel und Lebkuchenkeilerei nächste Woche startet. Seid gespannt. Der Name ist natürlich wieder sehr nice. Und da möchte ich gleich nochmal ankündigen, am 14., das ist natürlich ein Donnerstag, das ist heute in einer Woche, da werde ich exklusiv auf S31 versuchen, den Start des Legendary Dungeons mit zu verfolgen und gleich auch zu live streamen hier auf YouTube. Ne? Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf einen Stream gefasst machen. Und am 15. zum offiziellen Start, wo dann der Legendary Dungeon auf allen anderen Servern gelauncht wird, dort werde ich dann auch nochmal live streamen. Natürlich gibt es dort zusätzlich auch täglich die Videos, damit ihr auch weiterhin auch ausgelost werden könnt unter den Gewinnern von meinem aktuell laufenden Gewinnspiel. Jeden Tag ein neues Türchen und das kommt natürlich zusätzlich dazu. Ne? Zeiten gebe ich noch genauere bekannt. Am 14. ist es ja exklusiv nur auf S31. Dort weiß ich nicht, ob ich direkt zum Start dabei bin, aber auf jeden Fall abends werden wir dort live streamen. Und das ist ja dann ein Tag bevor jeder andere Server dann halt auch den Dungeon hat. Also so oder so werden wir einen Tag vorher auf jeden Fall reinschauen. Und zeitlich weiß ich noch nicht ganz genau, am 15. auch noch nicht, aber ich werde auf jeden Fall beide Tage live kommen. Ne? Das werden auch die einzigen Tage sein, wo ich den Legendary Dungeon live streamen kann, weil alle anderen Tage geht es bei mir leider nicht, wegen Arbeit und so. Ne? Da kracht es bei mir gewaltig, bis zum 23. habe ich dann Nachtschicht. Dementsprechend hatte ich auch heute Morgen schon mit Tuni ein bisschen geredet, weil viele von euch, also viele aus meiner Community, aber auch viele von Tunis Community, haben sich das sehnlichst herbeigewünscht, uns wieder leiden zu sehen und die Zero Death Run Challenge, die wir letztes Mal leider abbrechen mussten, die wollten wir natürlich diesmal wieder angreifen und wir wollten uns das natürlich nicht nehmen lassen und auch wirklich diesmal bezwingen, dass wir beide live kommen, ne? Und einer von uns beiden muss ein Zero Death Run schaffen. Ist egal, wer von uns beiden das schafft. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, 90 oder 100 Runs oder ich weiß nicht, wie viel das waren. Ich glaube 18, 90 so irgendwie und zusammengezählt. Und dann mussten wir halt abbrechen, weil es halt einfach nachher zu lange war. Wir waren zu Matsch in der Birne und haben gesagt, okay, nächsten Legendary Dungeon machen wir das wieder. Leider haben wir beide nicht wirklich Zeit. Ich hatte ihn vorgeschlagen am 15. direkt zum Start. Da könnte ich direkt reingehen. Da können wir die Challenge angreifen. Das ist der erste offizielle Tag des Legendary Dungeons. Leider passt das bei ihm nicht wirklich so, weil er auch noch Streaming-Sachen vorhat irgendwie. Und deswegen ist das leider
wird das leider nichts. Und da ich erst wieder am 23. Zeit habe, was ja dann kurz vor Weihnachten ist, wird das leider diesen Legendary Dungeon nichts. Das kann ich schon mal so kommunizieren. Also, ja, ich denke mal, Tuni wird bei sich auch nochmal irgendwann was dazu sagen, weil sich das wirklich sehr viele von euch gewünscht haben, uns wirklich, ja, brechen zu sehen wieder in dieser Challenge. Die lautet, schaffe ein Zero-Death-Run, vorher darfst du nicht offline gehen. So, letztes Mal mussten wir halt, also letztes Mal, wir haben es nicht geschafft, so, ne? Und die Schmach sitzt natürlich tief und wir wollten es beide, wir haben es beide geil gefunden. Viele aus der Community haben es auch geil gefunden und wünschen sich das sehnlichst her, aber wir müssen es halt auf den nächsten Legendary Dungeon verschieben. Ist leider so, im Dezember kracht es gewaltig immer mit den Zeiten und den Terminen, ihr kennt es sicher auch und deswegen, das ist auf jeden Fall dazu, das sei dazu gesagt. Gut, ansonsten gucken wir jetzt in die Listen rein. Und zwar von deinem Nachbar. Der hatte hier 2 Listen erstellt. Von F9, dem zukünftigen Server, der fusioniert wird aus ganz vielen kleinen Servern. Ne? Und da ist halt eben S31 mein Server auch mit dabei. Deswegen werfen wir auf F9 besonders ein Augenmerk. Ne? Die anderen Server, die sind zwar auch sehr bemerkenswert, aber da spiele ich halt nicht drauf, deswegen interessiert es mich tendenziell leicht weniger. Ne? Heißt nicht, dass sie schlechter sind oder so, ne? Aber ist ja klar, der eigene Server interessiert einen natürlich mehr, ne? Kann man, denke ich mal, verstehen. Und wir haben hier einmal die Spieler, die geordnet sind nach Stufe. Zuallererst, das für mich nicht ganz so relevant ist, für mich ist dann halt eher so die Basis-Stat-Punkte interessant. Und hier sehen wir den Warbird von S26, der hier wohl der höchste Spieler sein wird, gefolgt von Umbums. Ja, Grüße gehen raus, auch sehr bekannter Spieler, auch auf sehr vielen Servern vertreten auf S32. Ein Server nach uns mit Stufe 692 und danach kommt auch schon direkt Seth aus unserer Gilde mit 690. Ja, und dann haben wir erst wieder den Mordai auf Platz 5 hier und danach haben wir lange Zeit erstmal nichts mehr. Ja, den Dwayne, der jetzt leider auch inaktiv gegangen ist. Haben wir dann hier erst auf Platz 12. Also leveltechnisch auf jeden Fall hier viele gut dabei. Wir gehen mal ein bisschen runter und gucken mal, wir sind auf Platz 31, ja. Ich bin auf Platz 31 und spiele auf dem Server S31. Das passt sehr super. Also hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial, aber wie gesagt, Level interessiert mich eigentlich nicht ganz so. Wir gehen in die Liste rein mit den meisten Basispunkten. Also hier sortiert nicht nach Total Stats, sondern halt wirklich, wer hat die meisten Basispunkte. Das ist mir eigentlich persönlich am wichtigsten. Und da sehen wir, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Ja, auf S31, da haben wir uns schon gut nach oben gearbeitet. Hier stehen wir auch nicht schlecht. Man muss ja auch dazu sagen, es sind ja wirklich sehr viele Server, die hier gemerged werden. Und deswegen ist es natürlich klar, dass da natürlich auch ein paar Brecher zumindest dabei sind. Ne? Und ich sag mal, dass wir hier auf Platz 7 momentan sind, das ist eine gute, solide Grundlage, um noch ein bisschen Luft nach oben zu haben. Es ist aber auch nicht zu weit abgeschlagen vom Rest so. Ne? Man hat definitiv eine gute Ausgangssituation, würde ich mal sagen, auf F9 und auch wieder mehr Motivation, nach oben zu steigen und die anderen einzuholen, natürlich, ne? Ganz klar. Und das freut mich natürlich auch sehr. Umbums ist hier direkt auch über mir. Der Name auch wirklich Umbums. Ich muss wirklich mir innerlich immer einen abgrinsen, wenn ich den Namen sehe hier, ne? Ich muss sagen, ich spiele so ein bisschen in meiner eigenen Liga. Generell, die ganzen Leute sind hier relativ weit auseinander zwischen den Stat-Punkten hier so, ne? Ich meine, die bleiben ja auch alle nicht stehen, die grinden ja auch alle schön weiter. Ich bin hier aber sehr weit auseinander, hier zwischen den beiden Parteien. Umbums ist sehr stark vor mir und der Läufer sehr stark nach mir. Dann haben wir hier 2, die sind ein bisschen näher zusammen und hier oben sieht man auch, okay, hier sind die auch, 1000 Stat-Punkte, 2000 vielleicht auseinander, ne? Aber insgesamt zwischen Platz 1 und Platz 10, beziehungsweise 11, 12,
das ist schon einiges. Ne? Es sind wirklich nur die Basispunkte, worum es hier geht. Ne? Das ist schon einiges und das lässt sich nicht so leicht aufholen, auf jeden Fall. Ne? Aber auch hier Teufli, Sir Webster, das sind auch sehr starke Spieler von S31, die sind hier auch relativ weit oben mit angesiedelt. Drachenhexe, auch ein starker Spieler, der hier auch auf jeden Fall Potenzial hat, noch ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Ne? Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das hier aussieht dann in Zukunft. Und so haben wir jetzt erstmal einen kleinen Überblick, wen wir hier noch so drin haben, wer oben mitspielen wird. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Gilden dann auch fusionieren, falls es Fusionen geben wird, wie diese dann aussehen. Das sind jetzt erstmal so die Top 40 von den Listen. Ich weiß nicht, wie viele jeweils von den einzelnen Server ausgelesen worden sind, damit das hier zustande kommt, die Liste. Aber ja, mal schauen. In der Elevator-Liste, die ich euch letztes Mal gezeigt habe, da war ja Celtic auf Platz 1 gewesen. Das ist aber halt, wie gesagt, nur die Elevator-Liste und spiegelt natürlich nicht die komplette Power einer Gilde wider, sondern wirklich eher so, wie aktiv ist eine Gilde, was auch irgendwo einen Teil dazu beiträgt natürlich, ne? Aber wie viel ist die Gilde auch bereit, an Pilze zu investieren? Und da gibt es vielleicht auch auf älteren Servern vielleicht eventuell Gilden, die sehr starke Spieler dabei haben, auch sehr aktive Spieler, die aber halt nicht so hart reinpilzen in den Elevator, wie vielleicht der ein oder andere von Celtic. Und ja, klar bin ich damit auch natürlich gemeint, ne? Aber ich alleine mache natürlich auch nur einen gewissen Anteil, trage ich dazu bei, ne? Und deswegen will ich damit nur sagen, es spiegelt nicht, und das haben auch einige in den Kommentaren angemerkt, ne? Deswegen wollte ich das auch nochmal kurz aufgreifen, spiegelt das natürlich nicht die komplette Power einer Gilde wider, aber tendenziell kann man sich zumindest schon mal so ein kleines Bild ja, verschaffen, wie es in Zukunft eventuell so aussehen wird, was die Elevator-Liste angeht. Wie dann die normale Gildenrangliste aussieht, das ist dann vielleicht nochmal ein anderes Paar Schuhe und werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Geschweige denn halt eben, falls es Fusionen gibt von sehr starken Spielern oder Gilden, die zusammenschließen, ne, dann wird das Bild natürlich auch nochmal ein komplett anderes werden. Ne. Wir sind jetzt im Moment mit Celtic eine komplett aktive Gilde. Wir haben jetzt leider auch einen sehr starken Spieler verloren durch den Dwayne, ne. Einen sehr, sehr, sehr starken Spieler. Wirklich unglaublich schade. So ein schöner Account, ja. Es tut mir immer in der Seele weh. 680 und die Stat-Punkte, Mann. Ja, ist wirklich sehr, sehr schade. Und das schmerzt der Gilde auch und das zieht auch wirklich extrem den Schnitt runter. Ne? Aber trotzdem haben wir eine aktive Gilde. Hier sind sehr viele starke Spieler mit drin. Und deswegen tauschen wir natürlich auch nichts oder nicht so schnell Leute aus, nur weil wir halt stärkere Leute bekommen können. Und deswegen wird die Gilde Celtic, so wie sie ist, jetzt zu 99% auch so bleiben beim F9 Server Merge. Und wenn halt andere Gilden das halt eben nicht machen oder fusionieren, ne, und Leute austauschen, auch natürlich inaktive gegen aktive, aber noch sehr starke aktive Spieler trotzdem in der Gilde vorher schon waren, dann bin ich sehr gespannt, was das wird. Ja. So, jetzt gehen wir aber mal zur Auslosung des Videos, also zu dem Video von gestern. Ja, dazu nehmen wir uns natürlich wieder die URL, kopieren das Ganze. Wie immer, vielen lieben Dank für die rege Teilnahme in den Kommentaren. Das freut mich sehr und wünsche euch jetzt viel Glück bei der Auslosung. Ne? So, und wir picken einen Winner. Diesmal hat gewonnen der Sepa 0306. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für die großartige Begleitung durch die Adventszeit. Freut mich sehr. Schöner Kommentar an der Stelle. Dankeschön. Es freut mich, dass du hier mitgemacht hast. Und bitte melde dich auch bei mir, wie immer, entweder auf Instagram oder auf meinem Discord-Server. Beide Links wie immer unten in der Videobeschreibung und darüber kontaktiere ich dich. Ne? Alles klar, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch viel Glück morgen natürlich beim nächsten Giveaway und wünsche euch noch eine schöne weitere Adventszeit auf jeden Fall. Ne? Das war es soweit. Danke fürs Zuschauen.
Haut rein und bis zum nächsten Mal.